Samsung ist oder eher war einer der größten Hersteller von Smartphones. Damals in den 2010er Jahren mit legendären Handys wie dem Galaxy S3, der Note-Serie und eben diesem Galaxy S8. Ein Handy, was für Samsung in 2017 ein Neustart war nach dem Note 7 Desaster. Aber auch Legenden brauchen mal Hilfe, denn dieses S8 hier braucht es. Oder allerseits. Also hier haben wir nun mal ein Galaxy S8 hier, was im Bedarf ist, etwas Liebe zu bekommen, hier in einer Restauration. Wobei ich denke mal eher auch sagen kann, Reparatur trifft es in diesem Fall eher. Ja, hier seht ihr es nochmals, das Galaxy S8 in schwarz. Optisch sieht es noch richtig gut aus, außer dass es halt mal geputzt werden muss. Und dass die eine Seite komischerweise sich abhebt vom Körper und wenn ich es zusammendrücke, auch wieder aufgeht. Bekommen habe ich das Telefon hier auf dem Flohmarkt für im Prinzip umsonst, da ich noch andere Sachen dort gekauft habe und der Verkäufer hätte dies fast weggeschmissen. Und warum weggeworfen? Naja, ich denke mal nicht nur, dass die eine Seite da aufgeht. Naja, ich sag mal so, ein USB-C-Anschluss hat es, wo wir es einfach mal verbinden an ein Ladegerät. Und es passiert rein gar nichts mit dem Handy. Kein nichts, kein gar nichts. Naja, alle Hoffnungen gebe ich noch nicht auf. Ich habe mal eben ein USB-Power-Prüfgerät dazwischen geklemmt und soweit ich es beurteilen kann, ist es der Ruhestrom, was das Handy zieht. 6,5 Stunden später. Irgendwann, nachdem das wohl länger an der Steckdose war, kam dann auch ein Bild, dass der Akku tiefenentladen ist. Nur das bleibt da die ganze Zeit drauf. Und dass der Akku was hat, ist ganz groß im Verdacht, denn wenn ich das Handy mit der Rückseite auf den Tisch lege, wackelt es, während es mit der Displayseite gerade ist. Also das heißt, dass der Akku sein Lebensende erreicht hat und auch wahrscheinlich der Grund ist, warum das Handy nicht mehr angehen will. Und ich habe da mal eben Akku und Klebestreifen bei iFixit bestellt, was hier aber nicht gesponsert ist, um diesen Akku auszutauschen. Aber freue ich mich darauf, das jetzt zu machen? Nein. Und hier warum? Samsung hat ab dem Galaxy S6 alle Geräte zugeklebt, das ein Akkuaustausch schwierig macht. Noch dazu, dass das Galaxy S8 ein Handy ist, was wasserresistent ist. Sprich, der Kleber ist nochmal etwas stärker. Wir haben in diesem Fall etwas Glück, dass der Akku uns die Rückseite etwas abtrennt, wo wir nur noch den Kleber rundherum abtrennen müssen. Nur diese Rückseite ist aus Glas, heißt wir müssen extra vorsichtig sein, dass diese nicht kaputt geht. Eine Schutzbrille setze ich mal auf. Sicher ist sicher. Ich setze da mal alle Sachen bereit, die ich brauche, um das Handy zu öffnen. Ich würde da mal sagen, lehnt euch zurück mit meiner Musik und seht, wie ich es aufmache. Ich denke mal, dadurch, dass die eine Seite offen war, hat sehr geholfen, denn das Galaxy war schneller zu öffnen, wie ich dachte. Wenn ihr das macht, müsst ihr auf das Kabel mit dem Fingerabdrucksensor aufpassen, dass dieses nicht reißt. Bei mir ist es einfach mit abgekommen. Jemals ein Handy von innen gesehen? Naja, so sehen die Vielzahl der Samsung-Handys aus. Ist nichts Untypisches. Da sehen wir gut die Ladespule zum kabellosen Aufladen, Antennen und den Lautsprecher, der unten ist. Passt auch mit den Schrauben um die Kamera auf. Die sitzen noch etwas fest mit dem Plastikrahmen zusammen. Und da geht die Ladespule weg und sehen nun den Akku. Interessant ist zu wissen, dass dieser Akku von November 2018 ist. Sprich, dass dieses S8 eines der letzten S8 Modelle wohl war. Naja, stecken wir den Akku mal ab und ich will mal versuchen, ob wir denn den neuen Akku so testen können, bevor wir den alten herausholen. Und siehe da, wenn ich den Einschalter gedrückt halte, geht es auch tatsächlich an. Also kümmern wir uns um den alten Akku. Uff. Hier eine Warnung, wenn ihr das macht, besteht Brandgefahr, wenn ihr was falsch macht.
Ich habe da am liebsten was bereitstehen. Den Akku habe ich leicht erhitzt, damit der Kleber nachgibt. Glaubt mir, ich habe mich da etwa so gefühlt, wie wenn ich eine Bombe entschärfen würde. Sei bloß vorsichtig. 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 Pass auf, ja, pass auf! Wenn ich den alten Akku mit dem neuen vergleiche, sieht der alte schon mitgenommen aus. Er hat seine Dienste gemacht und darf in Rente. Und schnell den alten Kleber wegmachen, bevor ich den neuen auftrage und den neuen Akku einsetze. Was mir aber aufgefallen ist, das Handy ist ohne Akku sehr leicht. Es wiegt fast gar nichts. So, da sitzt er nun. Ich habe mal den Stecker verbunden, damit dieser dann auch gleich seine Position findet. Im Prinzip ist das alles jetzt wieder verschrauben, aber bei der Rückseite muss der alte Kleber auch noch ab und durch einen neuen ersetzt werden. Habe ich darauf Lust? Nein! Mache ich es doch? Naja, es muss ja. Ekelhaft. Ich habe da aber eine Kombi genutzt von Abkratzen und Hitze. Das war sehr effektiv, um den nervigen Kleber zu lösen. 3:28 Uhr nachts. Ich habe fast 2 Stunden verbracht, den Kleber zu lösen. Aber siehe da, es ist ab. Und das ist der alte Kleber hier. Dann setzen wir hier die neuen Klebestreifen dran, lösen die Folie von, verbinden den Fingerabdrucksensor und somit haben wir es dann wohl. Oder? Naja, ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal kurz einen Wisch mit Isopropylalkohol und dann sehen wir mal, ob ich alles richtig gemacht habe. Oder ob ich das Handy jetzt nochmal kaputt gemacht habe, wie es vorher war. Und siehe da, es geht an. Es sind sogar noch Daten drauf, was ich fast vermutet habe, was wir aber löschen können. Und somit funktioniert alles an dem Handy wieder. Also, wir haben Erfolg für dieses Video. Und eigentlich war es auch noch mein Plan, ein altes Android draufzuladen, was hier aber schon der Fall ist. Denn ich finde das Design von diesem TouchWiz viel besser, wie was Samsung bei der One UI angestellt hat. Und ich habe hier sogar noch mein originales S8 von damals gefunden und auf dem ist leider die neue One UI drauf. Was ich überaus hässlich finde. Not gonna lie. Da ist so ein Design, was hier auf dem Handy drauf ist, also auf diesem hier, ist viel, viel schöner, wie was Samsung mit der One UI angestellt hat. Ich finde sie einfach hässlich. Naja, aber Ende der Geschichte ist, wenn euer Handy den Geist aufgibt, kann man es eben für wenige Euro mit einem neuen Akku spendieren und es läuft wieder so wie neu. Naja, also ich bin fertig mit dem Handy. Und auch, ja, das war's im Prinzip. Aber ich plane sowieso ein Review damit und um dies nicht zu verpassen, lasst ein Abo da, plus ein Hype, wenn das Video geil war. Und ich denke mal, ich sagte mal so, man sieht sich.